Gar nichts weiß man. Man sagt einfach 115 Tote. Das ist wie bei einem Foto. Das fasziniert mich auch immer wieder. Wenn man zum Beispiel ein Foto von irgendjemandem sieht, mit einer Unterschrift drunter. Das kann ein guter Mensch gewesen sein oder ein schlechter. Aber kein Mensch kann sagen, woran der Betreffende eigentlich gedacht hat. In dem Moment, als das Foto aufgenommen wurde. An seine Frau? Seine Geliebte? An die Vergangenheit oder die Zukunft? Ans nächste Fußballspiel? Man wird es auch nie erfahren. Ja, so ist es mal im Leben. Wissen Sie, was ich so traurig finde? Das Leben ist immer anders, als man sich's vorstellt. Ich wünsche es mir wie einen Roman. Klar, übersichtlich und logisch. Aber das ist es niemals. Doch, das ist es viel mehr, als man im Allgemeinen annimmt. Nein, Pierrot. Ich möchte nicht wieder darauf hinweisen, dass ich Ferdinand heiße. Ich weiß, aber ich kann doch unmöglich sagen, mein Freund, der Ferdinand. Doch, man kann alles, was man will, Marianne. Ich will. Und ich werde alles tun, was du willst. Ich auch, Marianne. Ich lege meine Hand auf dein Knie. Und ich meine auf deins. Wenn Sie einmal mir beschreiben, was würden Sie verstehen unter blinder Liebe? Qu'est-ce que vous entendriez par amour aveugle? C'est une expression en France. In Frankreich ist das ein Ausdruck. C'est une expression, c'est qu'on dit on aime aveuglément. Man sagt, man liebt, Liebe macht blind. C'est-à-dire sans se poser de questions. Das heißt, man liebt, ohne sich Fragen zu stellen. Et dans les histoires du cinéma, j'ai dit que... Und in der Geschichte des Kinos habe ich erzählt, que nous, de la Nouvelle Vague, dass wir von der Nouvelle Vague, on a aimé le cinéma avant de le voir. Dass wir das Kino so geliebt haben, bevor wir es kennengelernt haben, bevor wir es gesehen haben. Parce que les films dont on entendait parler n'étaient pas vus, n'étaient pas distribués. Die Filme, von denen wir gesprochen haben, von denen gesprochen wurden, die waren nicht im Verleih, die konnte man nicht sehen. Même le Potemkin n'était pas Auch distribué puisqu'il était interdit. War verboten, man konnte ihn nicht sehen. Donc on les aimait das heißt, aveuglément. Wir haben diese Filme blind geliebt. Ich zeige Ihnen mal ein Bild. Je vais vous montrer une image. Sie sehen da einen Lastwagenfahrer. Vous voyez un conducteur de camion. Oui. Und er ist blind seit einem halben Jahr. Et il est aveugle depuis 6 mois. Er möchte nicht arbeitslos sein. Mais il veut pas perdre son travail, il veut pas entrer en chômage. Und deswegen fährt er durch die Straßen und das Kind bereit ihn. Das wird ein schöner Film, da muss man einen Film darüber machen. Weil das eine man Liebesgeschichte sagt, ist. nach rechts fahren, nach links fahren. C'est une histoire d'amour. Hat man darüber einen Film Vertrauen. gemacht? Nein. Aber das gehört in den imaginären Filmführer. Das ist der Vater mit seinem Kind. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Das ist der Fall. Man könnte das als Gedicht von Goethe verfilmen. Sie arbeiten ja in einem imaginären Filmführer. Vous travaillez à un guide imaginaire du cinéma. Moi? Oui. Der zweite Weg des Films. Le deuxième chemin du film. Der erste ist zerstört. Le premier a été détruit, le premier n'a pas eu de but. Aber der Film im Konjunktiv, der existiert. Mais le film au subjonctif, le film au conjonctif, il existe. Dank Ihnen. Grâce à vous. Man braucht also pro Jahr 30 Filme für den imaginären Filmführer. Il vous faut 30 films par année pour un guide de film de cinéma imaginaire, à peu près. Wenn Sie mir einmal dieses Bild hier beschreiben. Das ist eine Landkarte der Liebe. C'est une carte du tendre, une carte de l'amour. Est-ce que vous pouvez me décrire ce que vous voyez? Il me faudrait beaucoup de temps, 2 ans en tout cas. Dazu bräuchte ich 2 Jahre Zeit wahrscheinlich ungefähr. Aber eine schöne Kartografierung der Stoffe, die man noch verfilmen muss. Mais ce serait une belle cartographie des motifs qu'il faut encore mettre en cinéma, mettre en film. C'est un film cher. Das wird ein teurer Film. Ein teurer Film, ja. Liebe ist ja ein sehr abstrakter Begriff.
L'amour, c'est un mot très, très abstrait. Die Eskimos haben 180 Ausdrücke für Schnee. Les Esquimaux connaissent 180 mots pour dire neige. Die antiken Griechen 60 Ausdrücke für Gelb. Les Grecs connaissaient 60 mots pour Gelb. Gelb. Jaune. Pour Ja. la couleur. Und wir haben für Liebe, Passion, ja, Amour, Passion, einen Ausdruck. Il faut faire des films. Man muss Filme drehen. Mais nous n'avons qu'un mot Première pour partie, les Esquimaux, ensuite les Grecs. Erster Teil des Films die Eskimos, zweiter Teil des Films die antiken On fait de moins Griechen. en moins, puis on arrive à quelque chose où il y a Und dann un seul mot. reduziert man immer weiter und dann kommt man schließlich bei jemandem an, der nur noch ein Wort kann. Was ist der kürzeste Film, den Sie je gemacht haben? Quel est le film le plus court que vous ayez jamais fait? Je crois que c'est les plumes. Les plumes, die Federn. C'est les plus mauvais. C'est ceux dont on pourrait. Es sind die schlechtesten. C'est ceux dont on pourrait tout supprimer. Es sind die kürzesten. Ça serait le plus court. Der kürzeste wäre der am schlechtesten wäre, von dem man alles wegschneiden könnte. Des films comme Bande à part ou Made in USA, où une femme est une femme, on peut les supprimer, ils seraient très courts. Une femme est une femme, Made in USA und so weiter. Diese Filme könnte man eigentlich unterdrücken, abschaffen. Dann wären sie sehr kurz. Dann wären es die längste, kürzesten. was Sie haben? Und et le plus long que vous ayez jamais fait? Je dirais que c'est peut-être le dernier parce que. Vielleicht der neueste, der letzte. Parce qu'il n'en finit pas. Weil man nicht aufhören kann. Comme la deuxième partie vient après la première, en fait, le film se termine quand il commence. Mais comme il a commencé Und das heißt, der Film beendet sich erst dort, wo er angefangen hat, aber da er bereits eine Stunde vorher angefangen hat, kommt man wieder zum Anfang zurück. Das ist wie die Erzählungen von Borges. Sie sagen, dass Kinder oder junge Menschen und ganz alte Vous dites que les enfants et les vieillards wirkliche Menschen sind. sont de véritables hommes, sont des êtres humains Während man bei véritables. einem Menschen in der Zwischenzone Tandis qu'avec definieren muss, was er ist. un homme entre les deux âges, on ne peut pas un peu dire. mon opinion, oui. Ja, das ist ein bisschen meine Ansicht geworden. Zu dieser Ansicht bin ich gekommen. Und wenn Sie von sich sprechen, Sie haben ja ein Alter, Sie sind 2 Jahre älter als Oui, ich. mais j'ai beaucoup Si de vous mal parlez de j'ai vous-même, beaucoup de vous mal avez à me 2 ans de souvenir plus de que ma moi. vie d'adulte, tandis que je me souviens de ma vie de Ich habe sehr große Schwierigkeiten, mich an mein Alter als erwachsener Mensch zu erinnern, aber ich erinnere mich sehr gut an meine Kinderzeit. Und das heißt et maintenant de ma, Und jetzt an de ma vieillesse. und jetzt an mein Alter. Wenn man Sie aufschneiden würde, würde ein Kind herauskommen. Si on vous découpait, est-ce qu'il en sortirait un enfant? Un vieil enfant Ein altes Kind. ou Ja. un jeune vieillard, Oder ein junger Greis. puisque quand on est vieux, je pense que, disons, à partir de 60, 70 Ich ans, denke, wenn man alt ist, das heißt, wenn man ungefähr ab il 60 y a un siècle ou deux, ist, c'était la même chose, mais sur un temps plus ramassé, puisque vor 2 Jahrhunderten hat sich das auf einen sehr viel kürzeren Zeitraum mais reduziert, là, j'ai le konzentriert. sentiment que la jeunesse n'a Und ich glaube, dass die puisqu'elle Jugend devient, que la jeunesse se termine à 25 ans, schon mit 25 zu Ende ist. elle a très peu pour connaître la vieillesse de sa jeunesse. Das heißt, die Jugend hat sehr wenig Zeit, um das Alter ihrer eigenen Jugend kennenzulernen. Et que pareil, quand on est grands-parents ou plus âgés, Genauso, wenn man Großeltern geworden ist oder wenn man alt geworden de ist, 70 à 95, si tout va von bien, 70 bis 95 Jahre, wenn alles gut geht. c'est l'âge de la jeunesse, 25 ans. Donc on a très peu de temps pour connaître la jeunesse de sa vieillesse. Und auch da sind wieder diese 25 Jahre ein sehr kurzer Zeitraum, nicht genug, um die Jugend seines Alters kennenzulernen, die Jugend des Alors que Alters sur l'âge adulte, kennenzulernen. on ne peut pas dire du tout les mêmes choses. Und über das Erwachsenenalter kann man so etwas nicht sagen. On n'existe que socialement en tant qu'adulte. Als Erwachsener existiert man nur auf sozialer Ebene. Sind die En Ohren fait, on älter? existe vraiment, mais l'âge adulte n'a jamais été raconté. Man existiert wirklich, aber zum Beispiel hat
das Erwachsenenalter ist nie erzählt worden. Es gibt keine Geschichten über das Erwachsenenalter. Weder durch die großen Romane. Sterben alle mit 35, 37 Jahren. Ils meurent Mozart, tous à 35, 37 ans. Mozart, Fassbinder. Princesse de Clèves. La Princesse de Clèves. Non, mais les personnages aussi. Die Figuren. Les figuren. Ja. Quand on lit Proust, wenn man Proust liest, il y a les jeunes gens, dann gibt es die Jungen. Et puis tout à coup, à la fin, und dann plötzlich on les retrouve am Ende vieux, mais entre les deux, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Findet man sie alt wieder, aber dazwischen, was sie dazwischen gemacht haben, weiß man nicht. Sind die Ohren älter als die Augen? Est-ce que les oreilles vieillissent plus vite ou ont plus d'âge que les yeux? Physiquement, je ne sais pas, je pense que ça dépend Auf der physischen Ebene weiß ich das nicht. Das hängt von dem Einzelnen ab. Mais sinon, je dirais non, à égalité. Aber ich glaube eigentlich, dass sie gleich altern. Un peu quand même à égalité, Peut-être que le son prend plus d'importance et vielleicht wird der Ton wichtiger. Les yeux se reposent plus. Im Alter und die Augen ruhen sich öfter aus. Die Haut. La peau. Das größte Organ. Je sais pas moi. L'organe le plus grand que l'homme possède. Oui, on connaît. Unsere Elefanteneigenschaft. C'est nos attributs d'éléphant. Jung oder alt? Est-elle vieille ou jeune? Verletzbar ist sie bestimmt. Vulnérable, elle est surtout vulnérable aussi. Oui, elle est sensible. Ja, empfindsam. En français, il y a souvent, moi j'ai souvent, quand je commence un film, wenn ich einen Film beginne, des problèmes de peau. Dann bekomme ich oft Hautprobleme. Et j'imagine que c'est, puisqu'on dit que le négatif du film est une surface sensible. Und ich könnte mir vorstellen, dass das geschieht, weil die Oberfläche des Films eine empfindliche Oberfläche ist, wie man auch technisch sagt. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Haut ebenso eine empfindliche Oberfläche ist. Das heißt, die Aufregung drückt sich auf meiner Haut aus, bildet sich auf meiner Haut ab. Als Sie den ersten Film machten. Quand vous avez fait votre premier film. Oder À bout de souffle. Par exemple, quand vous avez fait À bout de souffle. Avant, j'avais vu beaucoup de films. Ich hatte vorher viele Filme gesehen. J'écrivais sur beaucoup de films. Et ich habe sehr viel über den Film geschrieben, über viele Filme geschrieben. Même aller au cinéma, c'était faire des films. Für uns war das Gleiche, ins Kino zu gehen, über Filme zu schreiben oder Filme zu drehen. On a fait des films très tard, si on peut das heißt, wir haben die Filme sehr spät gemacht, nachdem wir das alles schon gemacht haben. À l'âge adulte. Im Erwachsenenalter. Wenn Sie die 7 Filme mitnehmen dürften, auf eine Robinson-Insel. Si on vous permettait d'emporter 7 films sur une île déserte. Oder zum Mars, im Moment der Gefahr. Welche würden Sie en allant au Mars, quel film emporteriez-vous? Parce que ça s'est pas produit. Je pense que je tirerais au hasard. Ich würde wahrscheinlich zufällig auswählen. Die Filme, die im Kopf sind, nehmen Sie sowieso mit. Les films qui sont dans votre tête, vous les emportez de toute façon. Il y en a beaucoup, très différents. Sur les romans, ou les textes, il y en a très peu. Von den Texten, von den Romanen würde ich sehr wenige mitnehmen. Und da würde ich auf jeden Fall eines mitnehmen, was ich noch nicht gelesen habe. Vielleicht einen Klassiker. Don Quixote zum Beispiel, den ich nie gelesen habe, weil ich immer mir gesagt habe, ich bin noch zu jung. Aber bei den Filmen gibt es so viele, weil wir sie alle geliebt haben, ohne zu hierarchisieren. Wir haben
die kleinen, ganz kleinen amerikanischen Filme genauso geliebt wie einen großen Film, einen großen deutschen Film, Murnau zum Beispiel. Ein großer Film von Murnau ist natürlich ein größerer Film als ein kleiner Kriminalfilm von Aldrich, aber es gibt keine Hierarchie, sie wohnen alle im gleichen Haus. Während in der Literatur wurde ich daran gewöhnt, dass die Großen in diesem Haus wohnen und der Rest nicht zählt. Sie haben einen sehr schönen Film über die Wende gemacht. Ja? Vous avez fait un très joli film sur la Wende, sur Deutschland in Stunde Null. Ja? À l'Allemagne, à l'heure zéro. Oui, c'est un film que j'aime beaucoup. Ja, das ist ein Film, den ich selbst sehr schätze. Das ist ein guter Film. Würden Sie so etwas noch einmal machen? Würden Den Sie kann eine man zum Beispiel Fortsetzung nicht davon kürzen. machen? Est-ce que vous feriez une continuation, par exemple, de ce film? Ça venait de mon adolescence, où j'avais beaucoup été. Kam aus meiner Jugend, aus meinem Heranwachsen, wo ich über meinen Vater sehr viel entdeckt habe. Damals es noch nicht wusste, mein Vater liebte Deutschland sehr und war nach Deutschland gereist. Ich wusste das damals nicht. Als junger Mann hatte ich die deutsche Romantik kennengelernt. Ich hatte Bücher gelesen, die man heute nicht mehr liest. Jean-Paul, Novalis, Brentano. Die deutschen Romantiker hatten mich berührt, mehr als die französischen. Und ich glaube, da habe ich eine Schuld Deutschland gegenüber beglichen. Und diese Geschichte, diese völlig unbekannte Geschichte über Ostdeutschland hat mich sehr fasziniert. Wenn ein Besucher vom Sirius käme, so wie Voltaire es beschrieben hat. Si un visiteur du planète de Sirius venait, comme Voltaire l'a décrit, qui ne connaît pas l'humanité. Wie würden Sie diesem Außerirdischen, der nichts weiß von uns, beschreiben, was Film ist? Comment lui expliqueriez-vous ce que c'est que le cinéma, ce que c'est que le film? Würden Sie das Kino beschreiben oder den Filminhalt? Est-ce que vous lui décririez le cinéma, le film ou le contenu du film, l'histoire du film? Was würden Sie überhaupt sagen? Qu'est-ce que vous diriez? Ein Buch ist es nicht. Non, j'essaierai de lui dire qu'il y a un instrument particulier, qui est la caméra. Ich würde versuchen, ihm zu erklären, dass es ein spezielles Instrument gibt, ein Gerät, die Kamera, qui est une métaphore de quelque chose d'ancien et die Metapher für etwas Älteres, für etwas Altes ist. Und dass es ein Gerät ist, das notwendig ist, um die Menschen zu sehen, so wie wir ein Teleskop benötigen, um in die Ferne zu schauen, oder ein Mikroskop, um in der Nähe zu sehen, oder eine Brille, um besser zu sehen. Aber dass es ein Gerät ist, das am Beginn des 20. Jahrhunderts erfunden wurde und dessen Minnediener einige Regisseure wurden. J'ai un sentiment qu'il n'a pas, tel qu'il a été inventé et fonctionné, il est allé Ich habe das Gefühl, on lui a volé sa jeunesse, dass man dem Film seine Jugend geraubt hat. Und dass es nicht sehr weit gekommen ist mit dem Film, wie bei Eltern, die nicht wollen, dass ihre Kinder groß werden. Das Fernsehen, die Telekommunikation sind die Eltern, die dieses Kind eigentlich nicht mögen, nicht wollen. Et puis en même temps, tel qu'on a découvert, nous, ce cinéma, la Cinémathèque. Und so wie wir das Kino heute in der Cinemathek entdecken,
primitif ou moderne. Damals, auch so wie wir es entdeckt haben, haben wir keinerlei Unterschied gemacht zwischen frühem und späterem On voyait un film de Murnau ou de Griffith. Et après, on sortait dans la rue d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de différence. Wir haben einen Film von Murnau oder Griffith angesehen und sind auf die Straße gegangen und haben keinen Unterschied auf der Straße gesehen zwischen den Filmen und dem, was wir da auf der Straße sahen. Heute wird ein Jugendlicher, der ins Kino geht, nicht das wiederfinden auf der Straße, was er in den Filmen sieht. Wir haben Tartuffe stumm gesehen von Molière. Als Franzose, wir kannten den Text von Molière und wir haben einen deutschen Stummfilm gesehen. Es gab keinen Unterschied. Es gab keinen Unterschied für uns zwischen einem Stummfilm oder einem Tonfilm. Es ist eine technische Differenz, kein wirklicher Unterschied. Ich bin 1930 geboren und vor einiger Zeit habe ich festgestellt, dass meine Mutter vor meiner Geburt nur Stummfilme gesehen haben kann. Da hatte ich nie drüber nachgedacht. Sie sind 1945, sind Sie 15 Jahre alt. En 1945, vous avez 15 ans. 15 ans, oui. Wie haben Sie das erlebt? Comment avez-vous vécu ça? Ich erinnere mich sehr, sehr gut an das Ende des Krieges, an das Abkommen. Ich habe Fußball gespielt. Und jemand kam und rief, der Krieg ist aus. Ich war Torwart. Und da ich mich in diesem Augenblick umdrehte, schoss man mir ein Tor. Wo sind Sie im Juni 1940? Où êtes-vous en juin 1940? J'étais en France, en Bretagne. In Frankreich, in der Bretagne. In der Bretagne. Die ganze Regierung sollte dorthin gehen. Tout le gouvernement devait y aller bauen. Pour construire un fort. Oui. Alle Franzosen bekommen die englische Staatsangehörigkeit. Tous les Français devaient avoir la nationalité anglaise. Es gab einen sehr merkwürdigen Augenblick, als Winston Churchill Paul Reynaud vorgeschlagen hat, eine einzige Nation zu schaffen. Die Geliebte von Paul Reynaud hat ihm gesagt, nein. Hätten Sie sich vorstellen können, dass man 1989 statt des Anschlusses Frankreich und die DDR vereinigt? Au lieu de la réunification allemande en 1989, on aurait pu unir l'Allemagne de l'Est et la France. Warum nicht? Die beiden Musterstaaten Europas. Les deux États les plus sages. Der Wunschtraum Friedrich II. Von Preußen. Le désir de Frédéric II de Prussie. C'est vrai qu'on n'imagine pas le cinéma, on n'imagine pas du tout historiquement. Le cinéma n'a jamais réussi à rendre le sentiment de l'histoire. Es ist dem Film nicht gelungen, das Gefühl für die Geschichte zu vermitteln. Es hätte es gekonnt, aber man imaginiert im Kino nicht so. Wenn man die drei Musketiere liest zum Beispiel, dann stellt man sich zum Beispiel überhaupt nicht vor, dass eine nördliche Stadt Frankreichs von den Spaniern besetzt wurde. Und selbst wenn man von Marie Antoinette spricht, dann stellt man sie sich nicht als Österreicherin vor. Oui, psychologiquement, comme des tas de choses. L'histoire n'a jamais été bien rendue par le cinéma, sinon d'une manière nie wirklich gut wiedergegeben worden, nur auf spektakuläre Weise. Dafür hätte das Kino erwachsen werden müssen und größer werden müssen und jetzt ist es zu spät, jetzt ist es aus.